Hast du schon mal was von Superposition gehört? Nicht? Dann stellen wir dir Schrödingers Katze vor. Grüezi. Der Erfinder dieser Katze, Erwin Schrödinger, war ein österreichischer Physiker, der 1935 ein Gedankenexperiment mit einer Katze entwickelte. Nehmen wir an, dass sich die besagte Katze in einer Kiste befindet. In dieser Kiste findet man außerdem eine geringe Menge radioaktiver Substanz, einen Detektor, einen Hammer und ein Gefäß mit Blausäure. Das Gefährliche an dem Zubehör ist wohl die Tatsache, dass es eine tickende Zeitbombe ist. Die radioaktive Substanz kann innerhalb einer Stunde entweder intakt bleiben oder zerfallen. Sobald ein Atom zerfällt, wird der Zerfall durch den Detektor registriert. Dadurch wird der Hammer bewegt und daraufhin das Gefäß mit der Blausäure zerstört. Du kannst es dir schon denken, die Katze stirbt. Solange die Kiste nicht geöffnet wird, befindet sich die Katze in einem Zwischenzustand. Sie ist gewissermaßen tot und lebendig. Diesen Zustand nennt man Superposition. So wie bei der Katze gibt es Superposition auch bei Quanten. Sie können in mehreren Zuständen gleichzeitig sein. Eigentlich unvorstellbar. Nach den Regeln der Quantenmechanik wird der Zustand des Quants wie bei der Katze erst dann eindeutig festgelegt, wenn die Kiste geöffnet, also eine Messung durchgeführt wird. Zum Glück handelt es sich nur um ein Gedankenexperiment, denn die Quantenphänomene finden nur in der Welt des ganz Kleinen statt und die Katze ist somit gerettet. Das Unglaubliche: Superposition von Quanten finden tatsächlich statt und nicht nur in Gedankenexperimenten. Wir entdecken gerade, wie wir Phänomene wie die Superposition nutzen können. Zum Beispiel für Quantencomputer, Quantensensoren oder zur Verschlüsselung von Nachrichten. Wie das geht, erfährst du in unseren Videos.